wir fahren, wir fahren schneller. Wir brennen, wir brennen, wir brennen heller. Unsere Augen leuchten greller, unsere Augen groß wie Teller. Deutschland, Deutschland, spiegelglatt. Deutschland, Deutschland, spiegelglatt. Felix End und Oberboss wurde 1984 in der hessischen Kleinstadt Friedberg als Sohn einer deutschen Mutter und eines kanadischen Vaters geboren. Der Vater verdrückte sich und Felix wuchs in der noch kleineren rheinland-pfälzischen Kleinstadt Simmern in Hunsrück mit einem algerischen Stiefvater auf, der ihn mit 15 zum Islam bekehrte und den Spitznamen Kollega gab. Dennoch fehlte Felix, als er nach dem Abitur eine Karriere als Rapper begann, der übliche Stallgeruch von Ghetto und Halbwelt. Als Schüler hatte er den Malwettbewerb einer örtlichen Bank zum Thema »Komm mit in eine andere Welt« Märchen, Mythen, Sagen gewonnen. Sein Schweinchengesicht sah auch nicht nach Gangster aus. Felix gab das die Freiheit, sich ohne jedes Maß für Realität als ein Überzuhälter und Überdealer zu inszenieren. Er fiel durch für deutschen Rap ungewöhnlich witzige Punchlines auf wie »Guck auf die Goldkette« und »Während ihr zähneknirschend resigniert, führe ich ein Übermenschendasein wie ein Regenschirm«. Doch kaum hatte Felix sich einen Namen gemacht, zündete er die nächste Raketenstufe. Der Humor schwand zugunsten eindeutig misogyner, homophober, antisemitischer und gewaltverherrlichender Schocker. Felix bestritt die Evolutionstheorie, bediente sich bei geläufigen Verschwörungstheorien über Illuminaten und jüdische Banker und imaginierte eine Apokalypse, in der die guten Kräfte den jüdischen Teufel besiegen. Danach war zwischen Buddhisten, Christen und Muslimen alles Eierpopeia. Der Erfolg gab Felix recht. Seine Alben stiegen regelmäßig auf Platz 1 der Charts und schon zündete er eine weitere Raketenstufe. Felix genügte es nicht, seinen Fans den Zuhälter, dann Boss, Boss der Bosse, Selfmade, Endboss, King und Imperator vorzugaukeln, der sich mit Statussymbolen, devotem Personal und willigen Schlampen umgibt. Er wollte, dass seine Fans wie er eine echte Boss-Transformation durchlebten. 2014, Felix war gerade 30 geworden, brachte er ein Fitness- und Proteinprogramm auf den Markt, mit dem es ihm angeblich in 12 Wochen gelungen war, seinen Körperfettanteil von schwabbligen 22% auf staubtrockene 7% zu senken und gleichzeitig erheblich Muskelmasse aufzubauen. 2016 gründete Felix sein eigenes Musiklabel Alpha Music Empire und verkündete, ich hab's letztlich geschafft, mein Leben und meine Karriere meinen Tracks anzupassen. 2018 folgte sein Ratgeberbuch Das ist Alpha, in dem er alle Lebensaspekte der Boss-Transformation unterzieht. In 10 Geboten fordert Felix unter anderem, aus Fehlern zu lernen, sich realistische Ziele zu setzen, auf sein Geld zu achten, neben seinem Körper auch seinen Geist zu bilden und ab und an ein Buch zu lesen, sich in Geduld zu üben, an seinem Händedruck zu arbeiten, sich was Ordentliches anzuziehen, kochen zu lernen, sich zu benehmen, Frauen das zu geben, was sie wollen, nämlich geführt werden und höchstens einmal die Woche zu masturbieren. Felix' Ratschläge klangen so banal, wie die Weisheit nun mal allzu oft ist. Das Buch stieg sofort auf Platz 1 der Bestsellerliste und noch immer hatte Felix nicht genug. Jetzt, da sich dank seines Ratgebers und Fitnessprogramms bereits 10.000 seiner Millionen Follower auf Instagram, Facebook und YouTube zu stahlharten Kriegern transformierten, war es an der Zeit, dass Felix zu ihrem leibhaftigen Führer aufstieg. Felix erkor Deutsch Südost zu dem Ort, an dem er sich intronisieren würde. Viele Dessauer waren bereits affin mit Felix' Gedankengebäude. Wenn es darüber hinaus gelänge, ein paar tausend Boss-Transformierte zum Umzug zu bewegen, wäre es ihm ein leichtes, Deutsch Südost zu beherrschen. Als Pickup-Artists könnten sie sich hier im Ringen und im Gunst der wenigen verbliebenen attraktiven Frauen hervorragend unter Beweis stellen.
In dem im Naturpark Saale-Unstrut-Triersland gelegenen Barockschloss Burg Scheidungen fand Felix seine standesgemäße Residenz. Die sich weiterhin sichtbar über dem Tal des Flusses Unstrut erhebende Anlage ging auf eine wohl im 8. Jahrhundert erbaute Burg zurück. Vor der Hauptseite des Schlosses erstreckte sich ein terrassierter Schlossgarten mit symmetrisch gespiegelten Wegen und Skulpturen. Der sich an den Berghang anschließende Lustgarten wurde von einem aus der Unstrut gespeisten Wasserkanal umschlossen. Kollega war das Schloss bereits aus der Komödie Der Nanny und der TV-Serie 4 Hochzeiten und eine Traumreise vertraut. Der Münchner Vorbesitzer hatte es über 10 Jahre hinweg sorgsam restauriert und für Reisegruppen, Weinproben, romantische Abendessen, Barockbälle, Tagungen, Jubiläen, Hochzeiten und Filmdrehs kommerziell erschlossen. Doch nachdem Björn Landolfs völkischer AfD-Flügel hier 2018 sein jährliches Kiffhäuser-Treffen abgehalten hatte, hatte das Geschäft ernsthafte Einbuße erlitten und die Corona-Epidemie hatte ihm den Todesstoß versetzt. Der Schlosskomplex umfasste mit seinen insgesamt rund 3000 Quadratmetern Wohnfläche auch ein Bettenhaus mit 90 Einzelzimmern, perfekt für Felix, Entourage und Personal. Das Hauptgeschäft des Vorbesitzers, die Hochzeiten, bekam neuen Schwung, da Felix die Boss-Transformierten glauben machte, dass sie gegen eine Erkrankung an Covid-19 immun seien. Heiratswilligen mit einem kleinen Geldbeutel bot Felix auch Gruppen- und Massenhochzeiten an. Um die Macht über Deutsch-Südost zu erlangen, war es für Felix nicht damit genug, sich zum Vorsitzenden des Vereins Deutsch-Südost wählen zu lassen. Wer sich wählen ließ, konnte auch wieder abgewählt werden. Felix gründete darum eine mit dem Verein Deutsch-Südost konkurrierende Boss AG. Jeder, der aus dem Verein austrat und sich per Vertrag und Schwur dem in den 10 Geboten von Das ist Alpha umrissenen Regelwerk der Boss AG unterwarf, erhielt eine freie Aktie ohne Stimmberechtigung. Als Geschäftsführer und allein stimmberechtigter Teilhaber der Boss AG würde sich Felix zum Boss der Bosse erheben. In einem nächsten Schritt würde Felix auch andere deutsche Regionen mit allen Mitteln von ihren geheimen Machteliten befreien und der Boss AG unterwerfen. Krieg ist auch gut, Krieg bereinigt. Sobald seine gesamtdeutsche Herrschaft gesichert wäre, würde er sich zum Kaiser des Deutschen Reichs krönen und das bundesrepublikanische Professorium beenden. Die Reichs- und Kleinbürger schimpften, aber Felix schuf Tatsachen, auch über Deutschland hinaus. Sobald er größere Teile Europas beherrschte, wäre es Zeit für den Titel Imperator. Die Boss AG hatte viele Feinde. Neben dem Verein Deutsch-Südost hatten ihn auch der fundamentalchristliche Xavier Christ und sein Urland zu ihrem Erzfeind erkoren. Bei den traditionellen Rechtsradikalen weckte Felix Ängste vor einem islamisch dominierten Eurabien. Zu Felix' Glück waren seine Gegner auch untereinander stark verfeindet. Eine Querfront war unwahrscheinlich.